Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute, da geht es um das iPhone 12 Pro Max und weder gibt es hier in diesem Video ein Unboxing, noch haue ich irgendwelche technischen Daten raus. Es geht einfach mal ums Videofilmen, es geht ums Fotografieren, es geht um schöne Video- und Foto-Apps für dieses Telefon, gleichzeitig noch ein bisschen Zubehör und natürlich Bildstabilisator, Zeitraffer, Zeitlupe. Was kann das neue iPhone 12 Pro Max in Sachen Video und Foto? Das schauen wir uns heute mal an. Und um das Video natürlich so authentisch wie möglich zu halten, wird auch das ganze Video vom iPhone 12 Pro Max gefilmt. Ich habe mir die Version in Blau geholt, gleichzeitig mit der größten Speicherkapazität, nämlich 512 GB. Ich hatte ein iPhone 11 Pro Max mit 256 GB und wenn du wirklich im Urlaub unterwegs bist, wenn du wirklich mal 1-2 Tage hintereinander unterwegs bist, dann merkst du ganz schnell, dass 256 GB leider immer nicht ausreichen, dann ist ja auch noch ein bisschen was anderes drauf, außer irgendwelche Fotos und Videos. Und diesmal habe ich es, denke ich, für mich richtig gemacht. Ich habe zwar so ein bisschen tiefer in die Tasche greifen müssen, aber ich habe mir wirklich die größte Speicherversion bestellt und habe da hoffentlich weniger Stress, dass mein iPhone in Zukunft nicht mehr so oft voll ist. So, jetzt kommen wir aber zu Dingen, die mich interessiert haben, denn es gab bei der iPhone 12 Präsentation natürlich von Apple einen hammergeilen Film. Und in diesem hammergeilen Film, da wurde natürlich der Bildstabilisator des neuen iPhone 12 Pro Max sehr stark beworben und ihr seht den Film natürlich und seht auch, klar, eine Hängerkupplung, das lässt, glaube ich, die Garantie von Apple nicht zu. Wenn das da runterfällt etc., kriege ich nichts ersetzt. Also ich habe auch keine Hängerkupplung. Gleichzeitig habe ich auch keine Pferde. Und ich habe natürlich auch keine Wüste vor der Tür. Aber ich habe ein wunderschönes Gerät und zwar ist das hier direkt mein freundliches Mondfahrzeug. Ich sage mal Mondfahrzeug zu dem Teil. Ich habe hier vorne so eine kleine GoPro-Halterung drauf. Da schraubt man dann das iPhone rauf. Und ich habe das ganze Ding einfach mal komplett über den Acker gejagt. Und wie der Bildstabilisator so reagiert beim iPhone 12 Pro Max, das schauen wir uns erstmal an. Und ich muss dazu sagen, es hat verdammt viel Spaß gemacht, dieses Video zu drehen. Es war ein Sonntag und da kamen natürlich verschiedene Spaziergänger und natürlich auch Kinder zu mir, die natürlich unbedingt wissen wollten, wie das funktioniert und ob das Spaß macht und so weiter und so fort. Und wenn ihr Lust drauf habt, euch so ein Teil zuzulegen, ist natürlich verlinkt direkt in meinen Showbeschreibungen. So, vom Bildstabilisator muss ich ehrlich sagen, hat sich das iPhone 12 Pro Max so richtig schön geschlagen. Also, ich habe die gleichen Aufnahmen damals schon mal mit der Insta360 gemacht und im Vergleich bin ich der Meinung, da ist wirklich das iPhone 12 Pro Max mit dabei. Das kann sich in Sachen Bildstabilisator echt sehen lassen und es gefällt mir richtig super. Auch wenn du das Teil ans Fahrrad bastelst, dann ist natürlich komplett auf geraden Wegen alles schön, alles schick. Sofern du dann mal über Feldwege fährst, dann merkst du natürlich, ja, wenn das Telefon direkt über ein Stativ mit dem Lenkrad des Fahrrades verbunden ist, da ruckelt es natürlich, da knallt es natürlich, da kracht es natürlich und der Bildstabilisator kann diese Sache natürlich auch nicht mehr ausgleichen. Aber der Test, der war es mir wert und ich muss ehrlich sagen, in Sachen Bildstabilisator iPhone 12 Pro Max, Daumen hoch, das was Apple da sozusagen jetzt geleistet hat, das ist echt super und ich bin total zufrieden. Kommen wir zum nächsten Thema. Natürlich soll das iPhone 12 Pro Max unwahrscheinlich gute Lowlight-Eigenschaften haben. Und im Vergleich zum 11 Pro Max, da soll es nochmal richtig eine große Schippe draufgelegt haben. Und ich würde sagen, wir reden nicht lange, wir gucken uns jetzt mal an, was das iPhone 12 Pro Max in Sachen Lowlight so bringt.
Ich war natürlich, um die besten Bilder zu finden, für euch in Berlin unterwegs gewesen, und wer jetzt fotografieren sollte und wer jetzt filmen sollte und das natürlich mit richtig viel Spaß und guter Laune, für den ist jetzt Corona-bedingt wirklich eine gute Zeit, denn als ich in Berlin war, das war so 22 Uhr, da waren die Straßen wie leergefegt. Du kannst wirklich filmen auf der Straße, du kannst an verschiedenen Denkmälern filmen und natürlich eine ganze Menge mehr machen, und es ist menschenleer. Es stört dich momentan kein Tourist, der vor dir fotografiert, beziehungsweise kein Auto, was vor dir fährt, weil es ist einfach momentan keiner auf der Straße. Also um gute Bilder zu schotten und zu machen, ist es jetzt genau die richtige Zeit. So, gute Bilder ist natürlich auch ein Stichpunkt, und zwar in Bezug auf Zeitlupe und Zeitraffer. Macht das iPhone 12 Pro Max natürlich auch super. Zeitlupe in HD mit 240 Bildern pro Sekunde ist eine wunderbare Geschichte, ist natürlich auch stotterfrei und natürlich flüssig, gefällt mir, und auch der Zeitraffer. Der funktioniert natürlich perfekt bei diesem Telefon. Macht echt Spaß, solche Aufnahmen zu machen. Kleine Beispiele habe ich euch jetzt mal geliefert. Aber jetzt geht es natürlich in den wichtigen Bereich, und zwar in die Fotoqualität. In Bezug auf Lowlight, in Bezug auf normale Fotos. Hier haben wir jetzt mal ein paar freundliche Experimente in Sachen Foto, Lowlight und Normal. Natürlich vermissen wir alle noch Apple Pro RAW. Stand Dezember 2020. In der 14.3 Beta-Version ist es schon verfügbar. Also wer von euch Beta-Tester ist, der wird natürlich auch schon mit dem kleinen Button oben rechts RAW fotografieren können. Alle anderen müssen natürlich noch warten, bis das offizielle Update erscheint. Vom Prinzip her ist es wirklich unwahrscheinlich schön, mit dem Telefon zu filmen und zu fotografieren. Und es gibt natürlich auch noch Möglichkeiten, das so ein bisschen zu verbessern. Und zwar gibt es noch verschiedene Apps zum Filmen. Momentan filme ich gerade mit der App Filmic Pro, und Filmic Pro bietet mir dann natürlich in Bezug auf mein iPad so eine freundliche Fernbedienung, die heißt Filmic Remote, und damit kann ich auf meinem iPad das Bild anschauen und mit meinem iPhone filmen. Es gibt aber äquivalent dazu natürlich noch eine schöne andere App, und zwar heißt die Moments. Und bei Filmic Pro ist es so, du kannst alle Videofunktionen bei Filmic Pro komplett manuell einstellen, hast aber keine Fotofunktion. So, und die App Moment, die bietet dir natürlich gleichzeitig Video komplett manuell einstellbar, aber auch Foto manuell einstellbar. Und das ist natürlich eine Sache, wo man überlegt, alles kostet ein bisschen Geld. Ich weiß jetzt nicht wie viel, aber ich glaube, das sind bei beiden pro App ungefähr um die 10 Euro. Dann gibt es natürlich noch In-App-Käufe, die könnt ihr euch dann sozusagen je nach Verwendung auch noch leisten. Aber diese beiden Apps, die kann ich wirklich empfehlen für alle Videofilmer, die so ein bisschen mehr rausholen möchten aus ihrem iPhone 12 Pro Max. Das ist, wie gesagt, Moments und Filmic Pro. Schaut es euch einfach mal an im App Store. Ansonsten gibt es natürlich noch Zubehör, was ich eigentlich immer mitgenommen hatte und natürlich auch bei großen Geschichten mitnehme. Das ist hier von SanDisk, dieser wunderbare Speicherstick. Ihr seht, vorne ist
ist schon Lightning dran, hinten USB-C. Das ist jetzt die größte Geschichte, ich glaube mit 256 GB. Den steckst du einfach unten in dein Telefon rein, in den Lightning-Anschluss und kannst dann über die Software von SanDisk gleichzeitig noch Updates machen, kannst deine Dateien laden, kannst verschiedene Dateiordner bilden und. Ist eine schöne Geschichte für diejenigen, wo der Speicher ständig nicht reichen sollte, kann man sich als Zubehör ebenfalls noch leisten. Wer mit dem Handy dann schneiden sollte und gleichzeitig seine Videos auf dem Telefon schneiden möchte, für den empfehle ich die App InShot. Die ist für Android und natürlich auch für iOS verfügbar und beim iPhone unwahrscheinlich clever. Wenn du im Flugzeug, im Bus oder irgendwo anders sitzt und ein bisschen Zeit hast, schneidest du einfach mal deine Videos komplett auf dem Telefon. Also mit InShot bin ich bis jetzt am besten klargekommen. Das iPhone 12 Pro Max im Fazit, ganz einfach negativ, ist das Handling. Es ist größer geworden und es ist sehr groß geworden. Und mit großen Händen, ich bin der Meinung, ich habe welche, ist es auch manchmal nicht einfach, das ganze Ding zu handeln. Natürlich, wer ein großes Display will, der muss auch ein großes Telefon kaufen, ist mir natürlich klar. Allerdings vom Handling war das iPhone 11 Pro Max etwas besser. War natürlich auch ein bisschen kleiner, aber vom Prinzip her, wie gesagt, mit einer Hand bedienen, da musst du dann öfter mal schon den Daumen wahrscheinlich ein bisschen ausfahren, um da oben ranzukommen. Ist aber nicht so schlimm, wer ein großes Telefon haben möchte mit einem großen Display, der muss halt mit solchen Sachen klarkommen. Das zweite, negativ, natürlich immer noch kein 120 Hertz Display verbaut. Warum baut man in ein 1500 Euro Telefon kein 120 Hertz Display ein? Ich verstehe es bis heute noch nicht. So, jetzt kommen wir aber zu den positiven Sachen. Fotoqualität, Bildqualität, Lowlight-Bereich, Zeitlupe, Zeitraffer, top. Richtig schönes Telefon. Wie gesagt, dadurch, dass ich den großen Speicher mit 512 GB jetzt drin habe, bin ich hoffentlich auch in Sachen Speicherkapazität komplett restlos zufrieden. Ich kann nur sagen, zum Thema Video und Foto, wer das iPhone 11 Pro Max hat, der muss wahrscheinlich ganz doll überlegen, ob er jetzt sozusagen zum 12er umsteigen möchte. Das Einzige, was gegenüber dem 11er jetzt beim 12er besser ist, ist die Videoqualität, dass du Fotos im RAW-Format machen kannst und dass du natürlich eine bessere Helligkeit beim Lowlight-Bereich hast. Das würde ich so im Foto- und Videobereich dem 12er gut schreiben und man muss halt wirklich überlegen, ob man nicht dann wirklich auf das 13er wartet, vom 11er updatet. Wer es unbedingt braucht, so wie ich, denn ich wollte endlich mehr Speicher haben, das war eigentlich fast zu 50% meine Kaufentscheidung fürs 12er Pro Max, dass ich endlich meine 512 GB Speicher habe. Der kann natürlich zum 12er gehen, aber so riesengroß, wie uns Apple angekündigt hat, sind die Unterschiede jetzt nicht in Sachen Film und Video am Tag. Nachts merkt man das wirklich, dass da wirklich ein bisschen mehr gemacht wurde beim 12er Pro Max, aber am Tag in Sachen Foto und Video sind wirklich kaum Unterschiede merkbar. Vielen Dank fürs Zuschauen, sehr gern bis zum nächsten Video. Lasst mir gerne einen Kommentar, ein Like oder ein Abo da. Bis dann.